Hello again. Willkommen zurück. Bei diesem wunderschönen Wetter, ne? War klar, dass ich jetzt im Regen stehen muss. Ja, wir werden jetzt diese Mission von dem letzten, wir müssen ja so von letzter Folge Kräuter sammeln. Mit diesen Fashion-Burschen. Das habe ich wohl doch nicht richtig gemacht, hä? Was ist das denn? König von Pokis. Was bringt mir denn jetzt zu töten? Da würde ich ja Sparta theoretisch schwächen, ne? Schon wieder angreifbar, war der letzte Folge schon. Statt jetzt schon wieder. Wenn er betrunken war, debattierte Dämonax, der Subhist, endlos darüber, dass die Götter nicht real wären. Sei denn, diejenigen, mit denen er gerade diskutierte, glaubten daran, dass sie es waren. In diesem Fall waren sie real, aber die Realität war es nicht. Vollkommen unabhängig davon, woran sie glaubten. Ach so, okay. Also, wenn ich den jetzt töte, dann ist der Wechsel vollzogen und Athen hat die Überhand. Werde ich natürlich nicht tun. Warum sollte ich? Ich bin ja auf der Seite von Sparta, ne? Ach, ich muss 5 sammeln. Ich habe das Spiel letzte Folge schon gelobt. Ich hab gesagt, da muss man nur eine sammeln. Ich hab doch 5. Jetzt komm her! Oh, das. Ich eine Decke. Sieht aus wie so ein Indianerpferd, ne? Wo darf man in Misare Indianer? Kann das sein? Und Zigeuner? Zigeunerschnitzel? Also ich sag sowas noch. Ist doch egal. Ich habe wieder richtig Lust auf so einen Zigeunerschnitzel. Ella! Leute, ich kann immer sagen, lasst euch nichts verbieten im Leben. Was vorher Gold, wie nennt man das? Usus war, nur weil irgendwelche Geisteskranke das beschließen, interessiert mich doch nicht, was die wollen, was die sagen. Diskriminierung, weißt du? Wovon denn? Negakuss. Was haben wir damals gesagt? Zu den Morekorb, genau, Morekorb, ne? Er hat Angst vor dem schwarzen Mann. Mach da, was ich will. Feigling, Schwein. Du dumme Sau. Da kommt wieder. Ah, vorbeigeschossen. Ja. Ich sage immer Leute, die sich irgendwas verbieten lassen, vor allen Dingen was vorher unproblematisch war, die haben eh keine Eier. Ja, auch Frauen können keine Eier haben, Leute. Insbesondere Frauen. So in dieser Gegend muss ich suchen. Ja. Ich dachte, der markiert die jetzt. Suche ich hier eine halbe Stunde rum nach der Pflanze oder wie? Hä? Im Fluss auf jeden Fall, ne? Folgen mir dem Fluss.
Auf jeden Fall da oben, ne? Das sollten genügend Alraunen sein. Zeit, zu dem Heiler zurückzukehren. Ach, ich hab sie schon alle. Sehr gut. Alle Raunen. Sind nicht die von Harry Potter, diese Pflanzen, die schreien? Oder die man damals, wenn man eine aufgehängt hat und unter einer Leiche gewachsen ist? Also, habe ich mal im Film gesehen. Hier, ich habe deine Blätter. Danke. Ich bereite sie für die Patienten zu. Na, bin mal gespannt. Könntest du so lange warten? Ich warte. Wird es jetzt ein Test und Nächte geben, Leute? Verstoßen. Ich hoffe Sind sie nicht. leichter einzunehmen. Bringst du sie zu meinen Oder vielleicht Patienten? doch? Sag ihnen, sie sind von Lycaon. Ich dachte, ich hätte dir mehr Blätter gebracht. Ich brauchte eine doppelte Dosis für meine Großmutter. Ich gebe sie ihr bald. Gut. Ich überbringe derweil den Rest. Hab Dank. Alle Patienten sind in oder nahe der Chora von Delphi. Einer ist bei den Viehgehegen im Westen. Einer baut ein Haus am nordöstlichen Rand der Ortschaft. Und einer arbeitet auf den Feldern im Süden. Komm zurück, wenn du fertig bist. Ich werde sie schon finden. Toll. Muss ich schon noch mehr machen für den. Sie bei der Frau, weißt du? Kommt doch nicht direkt zum Stich. So. Und ist meistens nicht. Lycaon schickt dir diese Arznei. Danke. Ich kümmere mich um die Tiere und Lycaon kümmert sich um mich. Nur schade, dass sich niemand um ihn kümmert. Wie meinst du das? Seine Eltern starben jung. Seine Großmutter zog ihn auf, weil sie wurde unter einem schlechten Stern geboren. Ach, vergiss das. Er ist ein guter Junge. Da bin ich sicher. Da hast du eh nichts. Diese Kräuter sind von Lycaon. Oh, vielen Dank. Dieser Heiler ist so aufmerksam und so hübsch. Schade, dass er beschlossen hat, nicht zu heiraten. Warum nicht? Er hat mir so einen Unsinn erzählt, dass er keine unschuldige Frau mit seinen Sorgen belasten will. Warum kann er nicht so ehrlich sein und zugeben, dass ich ihm nicht gefalle? Ich frage mich, warum er sowas sagt. Kann BH an. Ich glaube, damals hatten die sowas noch nicht, ne? Du bist gleich dran. Wahrscheinlich nach dem Wegfahrer oder so, weil sich nicht auskennt. Das sieht wie die Philbe, also die Philbe, so heißt sie da, ne? Lycaon lässt dich grüßen. Ah, die versprochene Arznei. Danke. Sag mir, hat er gesund ausgesehen? Er sah jedenfalls nicht krank aus. Ich sehe ihn rund um die Uhr herumlaufen und vor sich hin murmeln. Er scheint besorgt zu sein. Ich sollte ihm etwas Süßes bringen, um ihn aufzumuntern. Das würde ihn bestimmt freuen. Was die denn da? Hier für, arme Kind. Den wird ich auch durchdrehen. So. So, wo darf ich als nächstes hingehen? Ich habe deine Arznei abgeliefert. Anscheinend sorgen sich eine Menge Leute um dein Wohlergehen. Danke. Meine Großmutter, Praxitea. Ich muss ihr noch die letzte Arzneilieferung bringen. Begleitest du mich zu ihrem Haus? Ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Ja, ich würde gerne wissen, was hier vorgeht. Danke. Bitte,
Zum Haus meiner Großmutter geht es hier lang. Danke, dass du mitkommst. Hast du schon viele Menschen getötet? Wieso fragst du mich das? Wenn jemand so frevlerisch ist, dass er nicht nur Menschen großes Unrecht antut, sondern auch den Göttern, hat er dann keine Strafe verdient? Was hat Praxitea getan? Sie gab falsche Prophezeiungen ab. Über Jahre hat sie alle, die sie um Rat fragten, belogen. Deine Großmutter war ein Orakel? Ja, auf dem Hügel in Delphi. Erst kürzlich gestand sie mir, dass sie nie die Götter gehört hat. Sie hat nur wiederholt, was ihr vorgesagt wurde. Eingeflüstert von Menschen mit bösen Absichten. Ganz genau. Wegen dieser Worte wurden Kriege geführt. Sie kann nicht ungestraft bleiben. Eine falsche Prophezeiung hat meine Familie zerstört. Wenn es eine der ihren war, werde ich die Bestrafung selbst in die Hand nehmen. Oh, gibt ganz schön Gas, ne? Verschwinde von hier, Lykaon. Ich weiß, was du vorhast. Du bringst nur noch mehr Schande über die Familie. Ich will das nicht tun, Agave. Doch bei allem, was recht ist, darf Praxitea nicht weiterleben. Es liegt nicht mehr in unserer Hand. Ein paar komische Männer kamen heute ins Dorf und suchten nach ihr. Ich führte sie her und sie nahm sie mit. Was ist das für eine Gerechtigkeit? Das kannst du nicht verstehen. Sie war eine gottlose Närrin. Jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Wer bist du überhaupt? Ich bin Alexios. Auch ich litt unter einer falschen Prophezeiung. Vielleicht sogar von eurer Großmutter. Wenn wir sie nicht finden, können wir nichts davon klären. Hilf mir herauszufinden, wohin man sie brachte. Ich suche Hinweise. Was hast du denn von mir erwartet? Ständig redest du vom Töten. Die Chance war da und ich nutzte sie. Aber so sollte das nicht passieren. Ich bin für sie verantwortlich, nicht du. Praxitea muss diesen Armreif im Kampf verloren haben. Aber kein normaler Dieb würde so etwas Wertvolles zurücklassen. Das sieht brüchig aus. Das aber nicht kaputt machen, oder? Sieht nach einem Auftrag aus. Bringt das Paket zum Übergabepunkt und beschädigt es nicht. Wenn Sie Lykaons Großmutter meinen, dann lebt sie vielleicht noch. Ein Wunder, dass Apollon sie nicht schon vor langer Zeit niedergestreckt hat. Fällt dir die Memme raus. Ist dir hier irgendetwas Verdächtiges aufgefallen? Tja, wenn Banditen auf dem Hof meiner Cousine verdächtig sind, dann ja. Was haben Sie getan? Sie haben sie verjagt. Sie kann nicht zurück. Sie haben sich dort eingenistet, sind bewaffnet und gefährlich. Interessant. Wo ist dieser Hof? Nicht weit, westlich von hier. Doch ich würde mich nicht mit denen anlegen. Ich danke dir für die Warnung. Du bist ja auch ein Lauch. Das ist weit weiter. Und mal gucken, ob das Ding kaputt geht. Ein Jäger sagte, dass du darauf schon wartest. Gerade rechtzeitig. Ich danke dir. Lass mich dich bezahlen. Machst du jetzt mal Platz? Praxitea wurde zu einem Bauernhof westlich von hier gebracht. Banditen wurden angeheuert, um sie lebendig dort abzuliefern.
Danke, dass du das herausgefunden hast. Ich bin kein Narr, Lykaon. Deine Schwester hat Praxitär in große Gefahr gebracht. Und du hast übers Töten gesprochen. Soll ich ihr Leben beenden? Nein, das muss ich selbst tun. Ich muss sie töten. Was denkt ihr, Leute? Herzliche Antwort, hä? Ach nee, nicht schon wieder. Ah. Sie ist deine Großmutter. Und du bist kein Mörder. Denk noch mal darüber nach. Aber ich bin verantwortlich. Ich will nicht, dass sie leidet. Deshalb bat ich dich um die Alraune. Sie lindert den Schmerz. Gehst du zuerst zu dem Bauernhof und hältst die Banditen für mich auf? Ich glaube nicht, dass ich es mit ihnen aufnehmen kann. Ja, klar. Dann suche ich mal nach Praxitär. Danke, Alexios. Der Hof liegt also im Westen? Wir treffen uns dort. Aber die Thermopyl muss ich ja auch noch. Finde befreie Praxitär. Da. Achso, das. Thermopyle, ne? Sollen wir nochmal das ausnutzen, Leute? Aber das verstehe ich nicht, warum das wieder so schnell runterging, ey. Ich meine, wegen der Thermopyl, wegen der XP mache ich das jetzt, ne? Mir doch scheißegal, ob Sparta das Gebiet hier erobert hat oder nicht. Ella. Adlermann! Ich dachte, die dreckigen... Mein Schwert und meine ganze Kraft. Das Ja, ja. Immer diese Sprüche. Ah!
peasy, ey, Leute. Also normal ist zu einfach und schwer ist zu schwer, ne? Du Mario Kart. Mann, bist du dick, Mann. Hat man damals auch gesagt, ne, der Werbung. Mann, bist du dick, Mann. Oh Mann. Ah. Ich hab letztens mal 90er Jahre Werbung geguckt für die Spiele und alles. Das war schon geil. Die Werbung damals, die war um Längen, Breitengrade, Kontinente besser. Da hat man die Wins noch gern geguckt. Was damals war ich im Kino. Bis allein ins Kino schon gegangen in der Werbung irgendwie. Ich war die Werbung ja so wie so ein Highlight so ein bisschen. Ja, heutzutage kann man das alles nicht mehr so machen. Mit und die Kinder tut mir wirklich leid. Die in so einer Welt wie wir damals, wie die Älteren halt, aufgewachsen sind. Aber man muss halt auch mal so sehen, jetzt sagen die in der 60er Jahre gelebt haben, in der 70er Jahre gelebt haben und in der 80er gelebt haben ja auch, ne? Aber die 90er Jahre Generation. Tut mir leid, bei uns war viel besser. Ja, früher war immer alles besser. Aber natürlich trügerisch, ne? Stimmt natürlich nicht unbedingt. Also Computerspiele waren nicht besser. Zumindest mal grafisch nicht. Und vom Gameplay nicht. Man kann das am besten erkennen, ja? Wenn damals was besser war, dann kommt das doch in die Neuzeit wieder. Zum Beispiel die ganzen, bei den Spielen die Remaster-Version und alles. Da sieht man das sehr gut zum Beispiel. Oder Modeerscheinungen wie die breite Jeanshose und keine Ahnung, was da noch so alles gibt. Der 60er, 70er Jahre modern war es heutzutage, läuft jedes zweite Girlie so rum, ey. Auch mit der Haar und so, ne? Guck dir doch mal, gut, ich rede jetzt nur vom Allgemeinen, ne? So als Beispiel. Guck dir mal der VW Käfer an, ne? Da haben die auch damals eine neue Version gemacht. Einfach die Beetle. Da natürlich jetzt besser ist, keine Ahnung. Oder ob der VW Käfer überhaupt gut war, ich weiß es nicht. Ich denke mal schon. Oder so Retro, ne? Also ich finde Retro besser wie modernere Dinge. Und so mehr der keine Ahnung, Retro-Freak. Wenn ich hätte gewusst, dass das alles mal so wertvoll wird, hätte ich auch nicht meine alte Sache damals weggeschmissen alles. Weil das wieder zu besorgen und sich in irgendeine Vitrine zu stellen oder so,
So alte Spieleverpackungen von damals und so was. So was behält man. Ich habe als eine Müll geschmissen. Ich mir gedacht, so, ach, ich spiele doch eh nicht mehr. Und heutzutage gucke ich auf eBay und so Kleinanzeigen. Gucke ich nach sowas, ne? Aber natürlich nicht so übertrieben wie manch andere. Die müssen sich ja 1000 Sachen in die Regale stellen, also. No, ich mache das höchstens dann so, dass ich, wenn ich mit sowas anfange, dann höchstens Sachen, womit ich auch Erinnerungen habe. Nicht, weil das mal Kult war oder weil das jeder haben musste, sondern wo ich selber persönlich was miteinander verbinde. So würde ich ja dann machen. Da würde ich auch Geld für ausgeben, ja. Aber nicht so viel. Dann bin ich wieder Alexios. Ich will nur Han. Ich lese mal gerade nochmal die Mission. Was? Das ist ja schon markiert. Finde und befreie. Okay. Ich bin ja irgendwie schon dumm, gell? Lies doch einfach mal. Ach Mann, schon wieder so was, wo ich gucken muss. Land des Apollon, Bauernhaus. Hier. Das ist ein Bauernhaus, also müsste das da sein, ne? Denke ich mal. Und jetzt, wenn man die ganze Zeit hier gewöhnt ist, geführt zu werden, ne? Weil, das ist bei Assassin's Creed ja gang und gäbe. Gut, ich habe viele Sachen ausgestellt, ne? Aber, deshalb muss ich auch öfters mal in der Karte gucken. Dann liest man nichts mehr. Wow. Ich denke mir, wenn ich das markiere, müsste das schon irgendwo auf der Karte jetzt erscheinen. Und manchmal tut das halt nichts, ne? Ach, das Pferd, ey. Du bist keine gute Ziege. Du bist keine gute Ziege. Weißt du? Lass mich jetzt zu Fuß laufen. Das ist halt auch, so für die Musik, die verrät schon, dass da irgendwie Gegner sind, ne? Ja. Ich muss mich verdeckt halten. Alexios, das ganze Sein, auf dem Praxiteer festgehalten wird. Das ganze Spiel nicht funktioniert. Das wirst du auch jetzt nicht schaffen, unentdeckt zu bleiben. Bist du schon entdeckt? Miss. Oh, aber weggeflogen ist. Genau richtig, ne?
hätte wirklich gar keinen Widerstand gegeben. Hab Dank, mein Kind. Wir müssen von hier verschwinden. Mein Kind. Könnten noch mehr Banditen kommen? Bitte, lass uns verschwinden. Oh, die schon älter, ne? Was ich mal ausprobieren wollte, genau. Inventar. So, ich kann doch der kickige Hut doch wegmachen, ne? Oder nicht? Helm unsichtbar her, Leute. Da steht die ganze Zeit mit dem Helm rumzulaufen, ne? Das ist ja Abwechslung, Leute. Hab vielen Dank für die Rettung, mein Kind. Danke mir nicht, Stimme des Apollon. Oder warst du die Stimme von jemand anderem? Oh, du kennst meinen Enkel. Du hast recht, ich habe alle belogen. Es tut mir so leid. Die Götter hätten mich längst töten sollen, doch sie ließen mich mit meiner Reue leben. Wer hat dich entführt? Wer ließ dich entführen? Diese Schläger kamen doch nicht von selbst auf die Idee. Bitte, frag mich das nicht. Die mich jetzt bestrafen wollen, die mich einst zum Lügen zwangen, sie würden dich umbringen, wenn ich dir von ihnen erzähle. Die mit den dunklen Mänteln und Masken? Der Kult des Kosmos? Sprich ihre Namen nicht aus. Warum hast du falsche Prophezeiungen gemacht? Bitch. Warum hast du gelogen? Die Menschen haben dir vertraut. Sie dachten, du überbringst ihnen die Worte Apollons. Ich wollte das nicht, damals, als ich zum Orakel des Apollon ernannt wurde. Doch da waren Menschen, die mich zwangen, das zu sagen, was sie wollten. Sonst hätte meine Familie unter meinem Ungehorsam gelitten. Familie? Erinnerst du dich an eine Familie aus Sparta, denen du sagtest, ihr jüngstes Kind müsste sterben? Eine trauernde Mutter mit Augen wie meinen. Dein Verlust tut mir wirklich sehr leid. Mehr muss ich nicht wissen. Hat sie es dir gesagt? War sie das Orakel, das deine Familie zerstört hat? Was ich getan habe, tut mir leid. Ich akzeptiere meine Strafe. Aber lass nicht zu, dass mein Enkel mich tötet. Lykaon ist ein guter Mann, ein Heiler. Er würde daran zerbrechen. Nein, das liegt in meiner Verantwortung. Ich muss ihr Leben beenden. Oh, okay, Leute. Mal schauen. Was denkt ihr? 1, 2 oder 3. Das musst du alleine tun. Wenn du es nicht zu Ende bringst, Lykaon, wirst du nicht mehr mit dir selbst leben können. Na los, töte sie. Ich kann nicht. Ich werde jetzt gehen. Lebe als Mörder oder lebe als Feigling, Lykaon. Ich kann dir nicht helfen. Naja, aber eigentlich die beste Lösung jetzt, ne? Ich habe die Entscheidung einfach dem überlassen, anstatt die selbst zu töten. Sieht ja so aus, als wird er nichts tun, ne? Sehr gut. Mhm.
Die Reiter kommen. Zugehörige Quest. Die Nut School. Kommen die Nut School. Pirateninsel, das ist doch weit weg. Ja, das von der Entfernung am nächsten? Oh. Das ist eine vergessene Insel, ja. Ja, die Pirateninseln. Geht das, ne? Oder? Na egal, ich treffe den jetzt bei den Thermophilen. Bin gespannt, was dem mehr zu sagen hat, ne? Oder was der rausgefunden hat oder erforscht oder wie auch immer. Aber ich fand, die Cassandra, die war ziemlich sticklich irgendwie. Also die hat mir einen Eindruck gemacht, als wäre die irgendwie... Keine Ahnung, ey. Also die steht auf jeden Fall mal gut im Futter, sagen wir mal so. Auf geht's! Ich weiß auch nicht, warum die der eigentliche Hauptprotagonist ist. Weil eine Frau ist oder wie. Frauen sind ja auch nicht böse, ne? Oder wie spiegelt sich da dann in der Kampagne oder so wieder? Überhaupt gar nicht. Ich glaube, das ist relativ egal, mit wem du spielst. Also wie kommen die eigentlich überhaupt die meiste darauf, dass das der Hauptprotagonist ist, mit dem man eigentlich spielen soll, das Spiel? Wie kommen die da drauf? Ella! 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 Ja, die kann ja nicht so stark sein, ne? Und einen so der Kopf zerschmettern oder alles oder wie. Muss ja zierliche Frau abgeben, die sich aber hier durch die Welt schnetzelt oder wie. So kann ich mir das jetzt irgendwie falsch vorstellen, dass eine Frau hier niemals böse sein kann. Ja, Leute, gerade Frauen. Siehst du doch auch in der Politik. Wenn die einmal an die Macht kommen, wei. Thermopylen. Man sagt, man kann dieses Schlachtfeld nicht überqueren, ohne dass sich die Füße rot färben vom Blut. Du musst nicht alles glauben, Alexias. Begraben. Ich wünschte, ich hätte ihn gekannt.
So, überlegst, heutzutage ist das ganze Wasser weg, ne? Das ist, glaube ich, alles ausgetrocknet irgendwie. Oder sind umgekehrt, das alles... Nee, das ganze Wasser weg. Wenn du deine Augen schließt, kannst du sie hören. Ihre letzten Kriegsschreie, bevor jeder dieser tapferen Spartiaten umkam. Sie wurden an diesem Tag zum Schweigen gebracht, aber an ihre Geschichte wird man sich auf ewig erinnern. Sagt mir, warum wir hier sind, oder wir müssen los. Sehr poetisch. Können wir jetzt bitte nach Athen? Wir können unterwegs über die Toten sprechen. Geduld. Ich wollte hier nicht mit dir über die Toten sprechen. Ich will, dass du lernst, wie man die Lebenden beschützt. Wie kann ich die Lebenden schützen, wenn ich meine Zeit an einem Denkmal verschwende? Strecke deinen Speer aus. Mein Speer? Warum? Ich muss etwas wissen. Sah mir jetzt aber nicht persisch aus, der Typ. Herodotos. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Die Geschichten sind wahr. Es ist der Speer des Leonidas. Die Waffe eines Helden. Was geschah mit dem Verräter? Was ist mit dem Verräter Ephialtes geschehen? Der König bezahlte ihn gut. Aber auf Verrat folgt Verrat. Auf ihn wurde ein Kopfgeld ausgesetzt und er starb, wie er lebte, als Feigling. Was geschah mit Leonidas? Der ist gestorben. Was ist nach der Schlacht mit Leonidas geschehen? Xerxes war bekannt dafür, Krieger zu ehren, die heldenhaft gegen die Perser kämpften. Aber Leonidas hatte ihn so wütend gemacht, dass er ihm den Kopf abschnitt und aufspießte.
Eine blutige Schlacht folgte. Seine sterblichen Überreste wurden von den Spartiaten geborgen und hier begraben. Jetzt ruht er jedenfalls dort, wo er hingehört. In Sparta. Warum stand niemand Sparta bei? Wo waren Spartas Verbündete? Die Spartiaten waren nicht die einzigen, die sich Xerxes und seinen Horden entgegenstellten. Aus der ganzen griechischen Welt kamen Menschen, die bewaffnet und bereit zum Kampf an der Seite von Leonidas und seinen 300 standen. Aber als der König Angst in ihren Augen sah, schickte er sie nach Hause. Das klingt nicht nach Mut, sondern nach Wahnsinn. Die Pythia sagte vorher, dass Sparta entweder seine Freiheit oder seinen König an die Perser verlieren würde. Leonidas traf eine Entscheidung. Du wusstest, dass das passieren würde? Du wusstest, das würde passieren. Ich wusste es nicht, aber ich ahnte es. Es gibt einen Ort, den ich für eine Traumvorstellung hielt. Bis jetzt. Ein merkwürdiger Bau auf der Insel Andros. Mysteriöse Formen in Stein gearbeitet. So etwas habe ich noch nie gesehen. Willst du nach Andros segeln, um mir diese Formen zu zeigen? Auf meinen Reisen hörte ich von einer alten Zivilisation, von Menschen, die vor uns kamen. Dein Speer hat eine Verbindung zu diesem Ort. Ah, da ist doch dieses Tor, da komme ich schon nicht rein. Jetzt aber, ne? Wir sind jene, die vor uns kamen. Du erwähntest Menschen, die vor uns kamen. Wer waren sie? Sie waren keine Götter, aber lebten länger als andere Sterbliche und waren viel intelligenter. Ich habe Dinge gesehen, in Höhlen eingemeißelt, seltsame Symbole, die vermuten lassen, dass es eine alte Zivilisation gab, die die Menschen erschuf und ihnen das Feuer gab. Aber Zeus gab Prometheus die Schuld. Ja, vielleicht hat sein Adler die falsche Leber gefressen. Wir segeln nach Andros. Der Speer ist bei dir erwacht, Herodotos. Ich vertraue dir. Du verstehst. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um bei der Suche nach deiner Mutter zu helfen. Versprochen. Aber zuerst müssen wir nach Andros. Wir treffen uns am Schiff. Willkommen an Bord der Adrastea, Herodotos. Willst du uns begleiten? Nur ein kleines Stück. Ich habe in Athen etwas zu erledigen. Herodotos hilft mir, meine Mutter zu finden. Du hast den Beistand der Götter gesucht und sie brachten dir Herodotos. Genau wie sie dich zu mir brachten. Ihre Pläne entziehen sich unserem Verständnis. Wir können nichts tun, außer ihnen zu folgen. Vielleicht hast du recht. Herodotos und ich haben auch gemeinsame Feinde. Wie Elpenor? Er ist wahr. Teil einer mächtigen Gruppe, die sich Kult des Kosmos nennt und über das Orakel die griechische Welt kontrolliert. Das Orakel kontrollieren? Unmöglich! Das würde Apollon nie zulassen! Jetzt suchen sie nach meiner Mutter. Ich muss sie vor ihm finden. Und ich glaube, sie werden jeden bekämpfen, der ihnen in die Quere kommt. Bei Hermes! Das Orakel wird manipuliert und jetzt dieser Kult? Wissen wir, wer sie anführt? Ich weiß es nicht sicher, aber es könnte meine Schwester sein. Deine Schwester? Bei Zeus, dein Leben ist kompliziert. Wem sagst du das? Aber keine Sorge. Der Kult des Kosmos hat jetzt 3 neue Feinde. Und einer davon kämpft wie Ares und scheißt Donner wie Zeus. Wir werden den Zorn der Götter über ihnen entfesseln. Ist er immer so positiv? Immer. Deshalb mag ich ihn so. Poseidon, trage uns nach Athen. Zuerst müssen wir nach Andros. Dann halt nach Andros. Wir werden mein Schiff etwas aufrüsten müssen, wenn wir damit in den Krieg ziehen wollen. Was meinst du? Tja, sie ist alt und vielleicht nicht mehr in der besten Verfassung. Hättest du das nicht vor dem Ablegen sagen können? Wo in Poseidons Namen sollen wir jetzt das Material herkriegen? Mein Vater brachte mir bei, dass die See nimmt. Und wir müssen dasselbe tun. Zum Glück gibt es hier viele Piratenschiffe, die wir kapern können, um uns zu bedienen. Worauf warten wir noch? Jagen wir Piraten! Nun, da wir das nötige Material haben, können wir den Schiffsrumpf verstärken.
Gepriesen sei Poseidon. Wie die Faust des Meeres wird sie unsere Gegner zerschmettern. Weißt du? Jetzt macht der Alexios noch auf Pirat, oder wie? Ja, wir waren ja schon mal da, deswegen kenne ich der Weg ja auch, ne? Andros. Da ist Andros, Leute. Das ist doch der komische Zyklop, ne? Oder? Mann, ist das doof. Also hier ist dieses komische Tor, ne? Aber ich kann doch da... Ah, ich kann Schnellreise machen. Sehr gut, Leute. Wenn wir das natürlich tun, ne? Kostet immer so viel Kohle, ey. Boah, ist das viel. So. Ausdauer der Rodia, Feuerwirkung, Rammschaden, Fallschaden, ne? Oh, ich kann Design ändern. Minotaurus. Minotaurus Design. Ach, warum nicht? Männer. Banditinnen. Warum haben die einfach nicht gemischt? Banditinnen. Unwahrscheinlich, dass es sowas gibt. Eher Banditen, ja, die nur aus Männern bestehen. Oder halt, beste Lösung, einfach mischen. Immer dieses Geschlechtertrennungsscheiß, ey. Politische Dreck. So, der Ruderer, okay. Vielleicht auch nicht schlecht. Rüstung der Besatzung. Okay, okay. Das reicht aber auch jetzt. Nicht übertreiben, ne? So, die Galileonsfigur, was haben wir denn da? Der Löwe, ne? So. In dem Fall natürlich, weil das viel zu weit ist, Schnellreise, ne? Ja, keine Ahnung, dass ich schon nochmal hin muss. Ubisoft musste alles nochmal besuchen, wahrscheinlich. So, ich muss die rufen. Da war das, ne? Soll ich dem vielleicht gerade Bescheid sagen oder so? Kommt der mit oder ist der da schon? Mal
Gut, er ist wahrscheinlich schon da. Oh ne, da ist er doch. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont. Dann leg mal eine andere Platte auf, Mann. Und schon ein paar mehr Lieder einfallen lassen können. Und nicht so viel Schüsse. Und wenn sich zwei Parteien streiten, freut sich die dritte. In dem Fall ich. Ja. Da wäre ich. Wie kommt man da rein? Ich frage mich, ob... Wer ist da? Zeig dich! Mit Zögern bringst du dich nur schneller. Ins Grab, ich weiß, Martha. Du wirst immer besser und dein Wille ist stark. Doch du handelst nicht. Das wollte ich ja. Ich weiß, aber es sind die Augenblicke dazwischen, die entscheidend sind. Du bist dran. Hätte sich ja nicht wieder der Speer neu bauen können. Ich meine, Du bist jetzt alt genug. es Der gibt ja Speer kein meines Holz, Vaters ne? bringt eine Bürde mit sich, aber du bist bereit. Ich habe was gespürt. Ja? Der Speer ist voller Magie. Er entstammt einer Dynastie der Macht. Eine Linie von bedeutenden Helden desselben Blutes, das in deinen und meinen Adern fließt. In unserer Familie. In uns allen? Denk an Leonidas. Er hatte sehr viel Mut. Und er hat ein großes Opfer gebracht. Sein Blut ist dein Blut. Und auch seine Kraft. Wir sind in der Lage, bestimmte Dinge um uns herum wahrzunehmen. Das ist die Gabe unserer Familie. Aber das kann nicht jeder verstehen. Manche erkennen die Macht, die wir in uns tragen und wollen sie nur für sich. Sie werden versuchen, sie uns zu nehmen. Das lasse ich nicht zu. Ich weiß. Du bist ein Krieger. Wenn wir weitergehen, immer weitergehen, sind wir unbesiegbar. Ein Sturm zieht auf. Nun, dann sollten wir jetzt vielleicht weitergehen. Martha, ich habe dich nicht vergessen. Bei den Göttern. Wer hat all das erbaut? Toll, jetzt kommt er nämlich raus, ne?
Ich finde die Rückblende nicht schlecht gemacht, ne? Man sieht eigentlich, ja, was Filme so beeinflussen und auslösen, ne? Vor dem Film 300. Wer wusste überhaupt von sowas? Mal ohne Quatsch. Wusste einer von euch vorher mit der 300 die Schlacht an den Thermophylen und so? Und dann fangen sie an, Spiele zu machen ohne Ende. Also, ich wusste davon nichts. Was zum Film eigentlich beeinflusst, ne? War aber schon immer so. Wie ist sowas überhaupt möglich? Aber immerhin tut der sich Fragen stellen. Der Bayek hat gar nichts gesagt. Das fand ich auch so geil. Alles Mögliche und so und Aufzeichnungen und nie ein Kommentar, gar nichts. Also, so jetzt auch, ja, erlebe ich öfters so. Finde ich das hier jetzt schon besser gemacht. Hat ja auch mit sich selbst redet so ein bisschen. Jemandem wie Markus erklären? Da drüben leuchtet etwas. Aktiviert. Synchronisiere konstante Nullübertragung. Kontakt aufgenommen. Okay, was passiert jetzt? Deimos. Die Schmiede. Ich wusste es, ich habe dich zu lange im Animus gelassen. Deine Vitalwerte sind abgestürzt. Du verstehst das nicht, das bestätigt es. Alexios hat ISO-Technologie nicht nur besessen, er konnte sie sogar verbessern. Stell dir vor, wie mächtig dieser Stab sein könnte. Ich gebe zu, das wäre ein unglaublicher Fund. Nur im Moment bin ich die Ärztin und kümmere mich um dich. Und jetzt ruh dich aus, bevor du zu Alexios zurückgehst. Ja, du hast recht, ich brauche eine Pause. Wenn du drauf bestehst, aber nur weil ich draußen noch etwas zu tun habe. Bitte krieg einfach den Kopf frei. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass die Leiterin unserer Zelle uns im Sika-Effekt aufspießt, weil sie uns für Hethiter oder Traker hält. Tu ich nicht. Aber Traker feiern tolle Partys. Vergiss nicht, wir sind ein Team. Wir halten dir den Rücken frei, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Ich weiß. Kyoshi hat gestern das Loft gesichert und hält die Augen offen. Elena steht bereit für historische Recherchen. Und sprich mit mir, falls du nach einem Animus-Aufenthalt verwirrt bist. Ganz die Therapeutin. Was hältst du von der Mission bisher? So, Frau Doktor, wie fühlst du dich jetzt, wo der Stab zum Greifen nah ist? Ich glaube, dass dieser Stab wichtig ist. Aber Templer und Assassinen haben schon früher Edenstäbe gefunden. Nikolai Tesla hat einen in Russland gesprengt, wenn ich mich recht entsinne. Das ist was anderes. Wenn es stimmt, was ich in Ägypten sah, kontrolliert dieser Stab nicht den Verstand, sondern die Physik. Stell dir vor, wir könnten die Regeln des Universums umschreiben. Der Speer, den du gefunden hast, ist hier und er macht gar nichts. Der Speer gehört zu einer Blutlinie. Leonidas, Alexios und Deimos, ich meine Cassandra. Sie hatten eine spezielle Verbindung zu ihm. Bist du denn sicher, dass du den Hermesstab benutzen kannst? Nein, aber wenn die Templer ihn kriegen, suchen sie so lange, bis sie jemand finden, der es kann.
Was hältst du von dem neuen Animus? Und? Was hältst du von meinem neuen Animus? Du meinst unserem neuen Animus? Das ist Abstergo-Equipment. Dessen Innenleben ich bis ins kleinste Detail modifiziert habe. Es ist ein Prototyp der Brayman-Version mit optimierten Ein- und Ausgabemöglichkeiten. Ultra portabel mit mehr Rechenpower als die NASA und CERN zusammen. Ich mach kurz Pause. Schade, dass wir keinen Zugang mehr zum Fitnessraum haben, oder? Die Mitgliedschaft ist zu teuer. So, das ist also die Gegenwartsstory. Ich frage mich, ob die Frys London wiedererkennen würden. Ich meine, ein Dach ist ein Dach. Ah, die sind also in England. Gut. Sieht man an der Flagge hier auch, ne? Adler sind prima, aber ein dressierter Affe wäre noch cooler. Der Mittelpunkt des Universums im Altertum. Ob ich Mails habe? Ach ne, ich will nichts lesen. Faszinierend. Layla, ist es zu glauben, dass wir Herodotos persönlich treffen? Ist es. Und er redet ziemlich viel. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Was kannst du mir über das Buch sagen? Passt das, was ich gesehen habe, zu deinen Recherchen? Ich musste den Animus anpassen, um das Buch als Referenz nutzen zu können. Dieses Buch ist ein verlorenes Werk von Herodotos. Er hat quasi das Konzept der Geschichtsschreibung erfunden. Und andere Persönlichkeiten passen auch. Kleon, Perikles, die Möglichkeit, die Geschichte selbst zu erleben. Deshalb bin ich bei den Assassinen. Für die meisten ist es wohl Gerechtigkeit oder von Dächern springen. Aber Geschichte ist auch cool. Ich liebe Geschichte, seit mein Opa mir Geschichten über seinen Opa in Irland erzählt hat. Er war ein Seemann und Abenteurer, also setze ich quasi die Familientradition fort. Ich hatte so ein Glück. Man schafft sich sein Glück selbst. Warum sagen mir das immer alle? Wenn du dumm bist, was weißt du über Herodot? Also ich traf Herodotos, aber ich weiß nicht viel über ihn. Er ist brillant. Seine Historien gelten als das wichtigste Werk über das klassische Griechenland. Leute haben Karriere gemacht, nur weil sie seine Worte neu interpretiert haben. Ihn in seiner Welt zu sehen, durch seine Polis zu gehen und... Tut mir leid. Er ist so eine Art Held für mich. Lass das Fangirl ruhig raus. Yay! Das reicht fürs Erste. Ich lass dich mal arbeiten. Wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Oh Mann. Okay, Leute, für diejenigen, die das gerne lesen möchten, wir Pause machen. Hier soir, un cambriolage a eu lieu à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Heureusement, les dégâts au bâtiment historique... Einfach Französisch. Ich will nicht, dass das Video zu lang wird, deswegen mache ich das jetzt so im Schnelldurchlauf, ne Leute? Ich denke, das wird nicht sonderlich interessant sein, ne?
kamen die irgendwie dazu, denke ich mal, dass Griechenland ist, wo die suchen müssen. Der wirklich mal so aussah, glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass die, selbst wenn er ein Führer war, dass die ja spezielle Waffe hatte, ne? Hat zumindest mal ein spezielle Speernet, ne? Ah ja, die Nuno. Der Hermes. Oh je. Next. Wie viel Zeug ist denn da, der? Ich war eben nach shoppen. Ah, gut. Ich glaube, das ist in Griechenland. Komm, wir fahren da mal hin. Ne, ich glaube, das ist in Italien. In Frankreich. Ist doch Griechenland. Ah, du hast recht gehabt. Ein Schiss steht da wahrscheinlich, ja. Also ich finde, ob die dort aber jetzt bei diesem Assassin's Creed Flag gestrichen haben, diese Gegenwartsstory, ne? Finde ich irgendwie ist doof. Auch wenn das vielleicht nicht gut ist. Das gehört aber zum Originalspiel dazu. Der streicht mir nichts weg. Das verlorene Buch von Herodotos. Der Speer des Leonidas. Würde ich nicht für die Assassinen arbeiten, würde ich es nicht glauben. Ich bin mir jetzt nicht mal sicher. Aber mit ein bisschen Glück und viel Recherche haben wir den archäologischen Fund des Jahrhunderts gemacht. Oder wir hätten, wenn es nicht geheim wäre. Hier, Korb. Bitch. Ah. Die stöhnt. Wie läuft es da draußen? Gut. Keine Gefahr in Sicht. Schön, wieder mit dir zu arbeiten. Ja, unsere Arbeitsweisen sind kompatibel. Warum bist du so kurz angebunden? Bist du noch sauer wegen des letzten Zusammenstoßes mit Abstergo? Es tut mir leid, mir war nicht klar, wie steil diese Hügel in Quebec sind. Aber hey, deine Yakuza-Reflexe haben uns gerettet. Sorry, Ex-Yakuza. Wir leben noch und unsere Wunden sind verheilt. Das ist alles, was zählt. Was glaubst du, sollten wir als nächstes tun? Ganz genau. Ich kehre in den Animus zurück und folge Herodotos Spur, um den Stab zu finden. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Entscheidungen. Man kann nie wissen, welche richtig sind. Du hast eine der Bruderschaften geleitet. Was würdest du tun? Einen Schritt nach dem anderen. Beobachte, dann handle. Oder bring alle um und durchsuch sie nach Antworten. Deine Wahl. Typisch japanisch. Lass dich mal weiterarbeiten. Danke für die Rückendeckung, Kiyoshi. Ich lass dich mal arbeiten. Ich melde mich, falls Abstergo auftaucht. Sieht aus wie Third Echelon. Oder war es Fourth? Splinter Cell. Anspielung auf Splinter Cell jetzt. Weißt du? Haben die immer noch nicht zustande gebracht, neue Teil mal zu machen, ne?
Und dann so eine Anspielung mache. Oh Mann. Um die Leute vielleicht zu ärgern oder wie? Also ich brauche es nicht. Ich habe die auch damals alle gespielt. So geil war das Spiel jetzt auch mal wieder nicht. Nur cool, für damalige Zeit war das schon cool, aber... Naja, so der Überfliegerspiel war das jetzt nicht unbedingt. Schade, dass wir gehen mussten, ohne Karibu zu trinken. Auch eine Anspielung. M und Max, ne? Ich kann nicht das leiden. Bist du sicher, dass du schon in den Animus zurückkehren willst? Ich habe das Gefühl, du wirst ziemlich lange da drin sein. Ja, ich bin bereit, wieder zu Alexios zu werden. Alles klar. Ich passe auf dich auf. Ich meine die Leute ja, das ist eine Frau, die das ja spielt in der Gegenwartswelt, dass die vielleicht dann die Cassandra spielen wird wohl eher. Weil dann kannst du ja genauso sagen, bevor das mit dem Bayek. Da hast du ja auch nicht eine Frau gespielt, bis auf die Eier. Nur so ein paar Minütchen. Ja, vielleicht wird das ja noch erklärt, warum hätte man besser diese Cassandra nehmen sollen als... Mein Speer ist jetzt besser. Spielfigur. Der Kult hat keine Chance. Okay. Du kannst den Speer verbessern, ne? Dass der stärker wird. Okay. Ah, Leute, ich kann mich verbessern, juhu! Ja, 35% mehr Gesundheit. Ehrlich. Ja, Speerstufe brauchst du dafür jetzt, Mann. Das ist eine Fähigkeit, okay. Das hier mit der... Ah, hier. Da füllen wir mal so ein bisschen, ja. Der Jägerschaden 150%, das ist schon viel. Okay, Schild kannst du entfernen. Hab ich ja mal gelernt gehabt, ne? Dann machen wir das. Da kannst du sogar auf höchste Stufe machen, ne? Warum nicht? Ach, das ist doch hier dieser Raubtierschuss. Leute. Hä? Gedrückt, Halter. Ein bisschen umständlich, weil du musst ja dann mit dem einen Finger, mit dem anderen Finger
Du bist hier an Linken, ne? Aber im Prinzip ja auch nichts anderes wie der Raubtier, wie der Bogen, der Jagdbogen, ne? Bei Odyssey. So, cool. Naja, auf jeden Fall wird sich Herodotos freuen. Denn ganz sicher ist lange vor uns jemand hier gewesen. Ob Leonidas wohl von diesem Ort gewusst hat? Ne, mit Sicherheit nicht, oder? Wohl andererseits der Speer. Ne. Ja, diese Ungereimtheiten. Zeit zu reden! Du bist nicht schwer zu finden. Du bist mir gefolgt. Geht es dir gut? Cassandra, du lebst. Fass mich nicht an. Ach komm, kleine Schwester. Du musst mir alles erzählen. Was ist dir zugestoßen? Ich muss dir gar nichts erzählen. Ich kenne dich nicht. Aber ich kenne dich. Wie dem auch sei. Es gibt wichtigere Dinge zu besprechen. Richtig. Wie das, was du mit dem Artefakt angestellt hast. Du hast meine Aufmerksamkeit, falls es das war, was du wolltest. Was? Das Artefakt hat uns die Wahrheit gezeigt. Wir sind eine Familie und haben es lebend aus Sparta herausgeschafft. Ja, es hat die Wahrheit gezeigt. Nämlich das, was ich immer wusste. Du hast mich von einem Berg geworfen. Wenn du das glaubst, Cassandra, hast du dir wohl dabei den Kopf gestoßen. Es wurde mir berichtet, und zwar nicht von einem Lügner wie dir. Und nenn mich nicht Cassandra. Gut, Deimos. Aber die kenne ich noch nicht. Sie ist eine Halbgöttin. Verehrt und gefürchtet vom Kult und der griechischen Welt. Das bist du nicht. Halbgötten beugen sich keinem Kult. Sei denn, du hast den Kult natürlich gegründet als Halbgott. Mein Gott, 4-mal hintereinander jetzt die 3 gewirbelt. Nochmal. Was? Nochmal die 3. Glaube nicht. Immer, wie wahrscheinlich ist das? Wieder die 3. Als die 1. Warum arbeitest du dann für den Kult? Hast du mir nicht zugehört? Sie folgen meinen Anweisungen. Dann triff deine eigene Wahl. Hilf Martha zu finden. Ich will keine Familienzusammenführung. Ich will nur wissen, was du hier machst. Dasselbe wie dein Kult. Ich suche unsere Martha. Sie brauchen sie nicht. Das sieht dein Kult anders. Myrine ist ihr nächstes Ziel. Wenn sie suchen würden, dann um sie umzubringen. Aber wenn du nicht weißt, wo sie ist, hat sie dich wohl auch verstoßen. Wie traurig. Sie ist noch immer unsere Mutter. Und lass sie in Ruhe. Dann bring sie von ihrer Fährte ab. Hetze sie auf mich. Du bettelst ja förmlich um Aufmerksamkeit. Keine Sorge, sie werden sich bald um dich kümmern. Und dich beherrschen. Da werden sie kein leichtes Spiel haben. Das bezweifle ich. Die Familie wird ausgelöscht. Ich habe Nikolaos nicht gefunden. Ich habe Nikolaos getötet.
Ich habe ihn nicht gefunden. Wenn Sie es auf uns alle abgesehen haben, Saki Nikolaos finden Sie nie. Er ist untergetaucht. Glaub mir, ich habe selbst gesucht. Wenn ich dich finden kann, das verloren geglaubte andere Kind von Nikolaos, dann finde ich ihn auch. Er wird sich wünschen, selbst vom Berg geworfen worden zu sein. Mir ist egal, was du denkst. Ich werde Myrine finden. Tu das Richtige. Komm mit mir. Was? Wir könnten sie suchen. Gemeinsam. Du kannst mir helfen. Oh, du glaubst, Freundschaft ist die Antwort? Sollen wir Hand in Hand umherlaufen und unsere liebe Martha suchen? Bitte, du bist schwach. Es geht nicht um Schwäche. Nämlich nicht schwach. Du nennst mich schwach? Ich bin schon viel länger gezwungen zu töten als du. Oh, ich zittere schon. Hinter mir steht eine Armee. Ein falscher Schritt und du bist Geschichte. Das ist der Plan. Das sind die Pläne des Kults. Deine eigene Mutter zu entführen reicht nicht? Wir entführen nicht. Wir machen Politik. Die, die nicht für uns sind gegen uns. Und für diesen Fehler zahlen sie. Wie ich? Wie du. Ich hörte, du willst nach Athen reisen. Wenn du dort bist, bestelle Perikles und seinem elitären Abschaum, dass sie die Nächsten sind. Was haben sie mit unserer Familie vor? Der Kult ließ Myrine leben. Und Nikolaos auch. Warum sollten sie jetzt sterben? Weil du lebst. Du hast ihr das eingebrockt und dir selbst. Der Kult ist mächtig, aber sterblich. In meinen Adern fließt das Blut der Götter. Sie glauben in deinen auch. Doch sie werden sehen, wie falsch sie liegen. Ich werde den Kult bekämpfen. Du weißt, ich werde den Kult bekämpfen. Du hast gesehen, wie viele wir sind. Gesehen, was ich tun kann. Und du denkst immer noch, du hättest eine Chance? Wetten? Mutig zu sein liegt also in der Familie, nicht wahr? Du sagst, wir wären vom gleichen Blut. Also zeig mir, wozu du imstande bist. Okay. Ich habe die Auswahl, ich gehe. Du bist immer noch meine Schwester, aber gewürfelt habe ich. Zuerst kriegst du, was du verdienst. Du bist so stur. Ah. Mehr hast du nicht zu bieten? Oh Mann. Direkt Kreuzgebroch, ey. Demos! Malaka. Herodotos wird mir kaum glauben. Ich muss ihm sagen, was passiert ist. Tja, wie es weitergeht, werden wir in der nächsten Folge sehen, Leute. Da geht's nämlich auf nach Athen. Wahrscheinlich. Bis dahin, gehabt euch wohl, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.